Der Titel Im Labyrinth des Schweigens wäre auch als Titel für das nächste Thema geeignet, die vom Menschen verursachte Klimakatastrophe. Die Warner und Alarmisten stehen den Beschwichtigern und Verdrängern gegenüber. In Johann Nestroys 1833 uraufgeführter Posse Der böse Geist Lumpaci Vagabundus singt der Knierim vom drohenden Weltuntergang. Da wird einem halt Angst und Bang, die Welt steht auf keinen Fall mehr lang. Bei Nestor ist es der Komet, bei der deutschen Schriftstellerin Karin Duwe sind es die empathielosen Menschen, die unseren Planeten zerstören. In ihrem neuen Buch umreißt der Titel bereits den Inhalt ziemlich genau. Warum die Sache schief geht, wie Egoisten, Hohlköpfe und Psychopathen uns um die Zukunft bringen. Heute Abend stellt Duwe ihr Buch im Heimathafen Neukölln in Berlin vor. Ich habe mit der Autorin gesprochen, zuvor stellt Ihnen Susan Cristelli Duwes Wutbuch vor. Auf unserer Erde gibt es viele verschiedene Arten. Einige untersuchen wir genau. Wer sie sind, was sie können, wie sie denken und wie sie miteinander umgehen. Eine artverwandte Rasse steht jetzt im Mittelpunkt von Beobachtungen. Manager und Führungskräfte aus Politik, Banken und Wirtschaft. Sprich die, die ganz oben das Sagen haben über die Welt. Karin Duwe hat sie durchleuchtet und Erschreckendes festgestellt. Warum die Sache schief geht, heißt ihr neues Buch, und darin sieht sie schwarz. Egoisten, Hohlköpfe und Psychopathen bringen uns um die Zukunft, schreibt Karin Duwe. Unsere Gesellschaft sei noch immer eine hierarchisch organisierte Primatengesellschaft, die jahrtausendealten Schimpansenregeln der Herrschaft und Unterdrückung folge. Viele Chefs, genauer viele männliche Chefs, hätten dieselben Eigenschaften wie Serienkiller. Rücksichtslosigkeit, ein grandioses Selbstwertgefühl, fehlende Reue und die Fähigkeit, andere zu manipulieren. Unsere Entscheidungsträger, so Duwe, könnten charmant und liebenswürdig sein, aber ihr Ziel sei immer, die eigenen Bedürfnisse zu erfüllen. Wachrütteln will Karin Duwe, wie schon mit ihrem Buch Anständig essen. Bio, vegetarisch, vegan oder frutarisch leben. Nach einem Selbstversuch stellte sie die Frage, wie viel gönne ich mir auf Kosten anderer, und kritisierte unser Konsumverhalten. Die Apokalypse stehe uns bevor. Naturkatastrophen, Klimaerwärmung. Alles würde auf den globalen Kollaps hindeuten. Und trotzdem wollen wir bei unserer ausbeuterischen Lebensweise bleiben? Doch was ist die Lösung? Revolution gegen die Führungselite? Mehr Frauen in den Chefetagen? Oder doch der Fleischverzicht? Was rettet die Welt, Frau Duwe? Schönen guten Abend, Frau Duwe. Guten Abend, Herr Granditz. Sie hätten als Schriftstellerin einen ergreifenden Roman schreiben können, der exemplarisch vorführt, wie der Mensch die Welt ruiniert, haben aber ein Sachbuch geschrieben. Misstrauen Sie der Literatur? Ja, tatsächlich misstraue ich ihr da ein bisschen. Ich habe wirklich an einem Roman gesessen und hätte gerne einen Roman geschrieben. Aber bei der Recherche habe ich gemerkt, ach Mensch, das glaubt dir da kein Mensch. Das denkt wirklich jeder, das ist eine Übertreibung wie bei Roland Emmerich. Da musst du schon deutlich machen, dass das jetzt Fakten sind, über die du erzählst. Sie schreiben, alle, die es wissen wollen, wissen sehr gut, was da auf uns zukommt. Die Frage ist, warum wollen es so wenige wissen? Weil es erstmal eine ganz unangenehme Wahrheit ist, der keiner ins Gesicht sehen möchte. Und dann weiß keiner so richtig, wie man es ändern sollte. Und es müssten so viel verändert werden, dass es richtig wehtun würde. Der erste Satz Ihres Titels, warum die Sache schief geht, benennt das Problem. Der zweite Satz im Titel, wie Egoisten, Hohlköpfe und Psychopathen uns um die Zukunft bringen, benennt die Verursacher. Ist es so einfach? Ja, ganz so einfach ist es nicht. Es ist so, dass nicht unbedingt die Leute in den Führungspositionen sitzen, die da sitzen sollten, weil die nicht nach den richtigen Kriterien ausgesucht werden. Also es sind immer noch die alten Kriterien, Durchsetzungsfähigkeit, Risikobereitschaft, Einsatzwille
Und das sind alles gute Kriterien, aber das reicht nicht, wenn nicht Verantwortungsbewusstsein, wenn nicht Kompetenz und auch Empathie dazu kommt. Wäre die Welt unter einem Matriarchat der bessere Ort? Könnte ich mir gut vorstellen, weil es da wirklich mehr Empathie gibt. Und jedenfalls habe ich es noch nicht erlebt, dass 4.500 Frauen mit Baseballschlägern randalierend durch Köln gezogen wären. Überhaupt habe ich es noch nicht erlebt, dass bei irgendeiner Sportveranstaltung, die mit Frauen assoziiert wird, wie Dressurreiten oder Synchronschwimmen, da jemals hooliganartige Ausschreitungen gewesen wären. Nun gibt es mit Dilma Rousseff, der brasilianischen Präsidentin, Angela Merkel, Hillary Clinton und genügend Frauen an entscheidenden Positionen. Gehören diese auch zu den Hohlköpfen und Psychopathen? Ja, erstmal würde ich in Frage stellen, dass es wirklich genügend Frauen sind, die an den entscheidenden Positionen sitzen. Und dann ist das Problem natürlich noch, dass die Frauen, die es bis nach oben schaffen, sich, um es zu schaffen, wirklich an diese alten männlichen Rituale halten müssen. Emotional Bonding, also ein bisschen Vitamin B miteinander, gibst du mir das, gebe ich dir das, nach der Art funktionieren müssen. Und ich glaube, dass es den Führungsetagen sehr gut tun würde, wenn da mehr Sachkompetenz reinkommen würde und weniger männliches Ritual, egal wie viele Frauen dieses männliche Ritual irgendwann beherrschen. Die Welt ist ein schöner Planet, schade nur, dass er bevölkert ist, so Ihre Conclusio. Sind die Menschen eine Krankheit der Erde, die sich von alleine löst? Kommt auf die Perspektive an. Also, dass es sich möglicherweise von alleine löst, das steht unmittelbar bevor. Das geht mir wirklich nicht in den Kopf, warum nicht einfach, warum es verschwiegen wird, wie dringend die Situation gerade ist und wie groß das Problem ist, dass wir wirklich in einem globalen Notfall stecken. Und die zweite Frage war? Die zweite Frage ist, ob sich's von allein löst, weil die Welt sich selbst zerstört. Ja, möglicherweise. Das könnte kurz davor stehen. Es ist, ja, wie Sie gesagt haben, eine wackelige Welt, die wir uns da gebaut haben. Und Ihre Reparaturvorschläge sind A, die Frauenquote, B, ein Aufstand der jüngeren Generation. Der ist aber nirgendwo in Sicht. Ja, die haben wir irgendwie so eingelullt, unsere Kinder und Enkelkinder, dass die auch tatsächlich glauben, alles, was sie haben, stünde ihnen zu und hätte auch keine Folgen, wenn sie weiter so leben würden. Tatsächlich legen wir sie furchtbar rein. Also wie früher Kolonien ausgebeutet wurden, so werden heute eigentlich, wird jetzt auf Kosten kommender Generation, und zwar schon der nächsten und übernächsten gelebt. Und unsere Kinder und Enkelkinder werden ganz bitter dafür zahlen müssen, nur damit wir, die sowieso mehr als genug haben, genauso weitermachen können. Sie sind ja nicht allein mit Ihrer Analyse. In der heutigen Ausgabe der Süddeutschen Zeitung schreibt der Soziologe Stefan Lessenich, der westliche Wohlfühlkapitalismus lebt über die Verhältnisse der anderen, der sogenannten Dritten Welt. Das Thema wird öffentlich besprochen, aber es scheint nicht wirklich zu interessieren oder zu wirken. Ja, also das Problem ist bekannt. Aber keiner sieht sich veranlasst, da tatsächlich etwas machen zu müssen. Und das kann man wirklich nur damit erklären, dass die in den Führungsetagen sitzen, alle so um die 60 Jahre alt sind und wissen, na, die nächsten 20, 30 Jahre wird es wohl noch gut gehen. Da werden wir nicht allzu viel merken. Und nach uns die Sintflut. Am Ende könnte man Herbert Achternbusch zitieren. Du hast keine Chance, aber nutze sie. Sie glauben aber auch doch noch an eine Möglichkeit, die Welt zu retten. Sonst hätten Sie das Buch ja nicht geschrieben. Wenn ich da wirklich dran glauben würde, dann hätte ich, glaube ich, einen anderen Titel gewählt. Ich wollte es wenigstens versuchen, aber so richtig Hoffnung habe ich dabei nicht. Frau Duwe, herzlichen Dank für das Gespräch. Gern geschehen. Es geht weiter mit dem Wegschauen. Alle Städte der Welt, die etwas auf sich halten, protzen in ihren Selbstdarstellungen mit den Szenen.